Hallo liebe Zuschauer, heute geht es um den letzten Pfeiler für meinen Trainingsfortschritt, die Erholung bzw. Regeneration. Wenn wir unseren Körper und Geist das passende Training und gesunde Ernährung, aber zu wenig Pausen geben, wird es sehr schwer, einen Fortschritt zu erzielen. Deswegen werde ich euch heute meine Ansichten zum Thema Erholung und Regeneration zeigen. Als erstes möchte ich euch sagen, dass wir uns nicht nur im Schlaf erholen und dass unser Körper nicht nur Erholung vom Training braucht. Was ich damit sagen will, dass unser Körper im Schlaf zwar am aktivsten regeneriert, weil da viele andere Prozesse im Ruhemodus sind, er aber auch regenerieren kann, wenn wir wach sind. Es ist nicht so effektiv wie beim Schlafen, aber ich denke, dass es schon einen Unterschied macht, ob wir nur 8 bis 10 Stunden in der Nacht oder aber 8 bis 10 Stunden nachts plus weitere 8 bis 10 Stunden tagsüber regenerieren kann. Jetzt fragen sich bestimmt einige, was ich damit sagen will. Wie ich schon angedeutet habe, muss unser Körper sich ja nicht nur vom Training erholen, sondern noch von der Verdauung. Natürlich gibt es da noch weitere Faktoren, aber ich möchte hier auf die Verdauung eingehen. Entweder unser Körper befindet sich im Erholungsmodus oder im Verdauungsmodus. Sobald wir etwas essen, wird nämlich sehr viel Blut von unseren Gliedmaßen in den Magen und Darm befördert, damit sie sehr effektiv verdauen können. Deswegen sollte man nach dem Essen keinen Sport machen, weil es dazu führen kann, dass das Blut zwangsweise aus dem Magen geholt wird und das Essen wieder oben rauskommt. Wenn das ganze Blut im Magen angekommen ist und die Verdauung beginnt, wird meistens Insulin ausgeschüttet. Insulin ist ein Speicherhormon. Es sagt den Zellen, dass sie die Nährstoffe aufnehmen und speichern sollen. Es sorgt dafür, dass der meiste Traubenzucker in der Leber und den Muskeln aufgenommen wird. Wenn der Traubenzucker in den Zellen angekommen ist, wird er entweder sofort als Energie verwendet oder als Glykogen gespeichert. Das sind die Energiereserven, die wir in unseren Zellen haben. Ohne sie würde uns sofort die Power ausgehen. Der Zucker verschwindet somit wieder aus dem Blut, wodurch der Blutzuckerspiegel sinkt und somit auch der Insulinspiegel. Auf der anderen Seite gibt es noch das Somatropin. Es ist das Wachstumshormon im menschlichen Körper. Insulin und Somatropin können nicht koexistieren. Das bedeutet, es ist immer nur eins der beiden Hormone in unserem Körper aktiv. Somatropin ist für das Wachstum und die Bildung neuer Zellen zuständig, deswegen auch Wachstumshormon. Nochmal zusammengefasst, wenn wir etwas essen, wird meist Insulin ausgeschüttet. Insulin ist zum Speichern der Nährstoffe da. Sobald der Insulinspiegel nach oben geht, sinkt der Somatropinspiegel. Somatropin ist für die Neubildung der Zellen zuständig. Wenn wir lange nichts essen oder unser Glykogenspeicher durch das Training geleert wurden und kein Zucker mehr im Blutkreislauf ist, steigt der Somatropinspiegel und der Insulinspiegel sinkt. Beide Hormone sind sehr wichtig und haben ihre Daseinsberechtigung. Nun kann ich euch meinen eigentlichen Plan verraten. Intermediate Fasting 4:20. Das heißt, ich habe mir ein Zeitfenster von 4 Stunden am Tag gesetzt, wo ich meine Nahrung zu mir nehme. Das hat den großen Vorteil, dass mein Insulinspiegel für ungefähr 16 bis 18 Stunden am Tag niedrig sein sollte. Mein Magen ist in dieser Zeit auch leer, was heißt, dass mein Blut in den Gliedmaßen ist. Somit ist mein Wachstumshormon auch für eine sehr lange Zeitspanne aktiv. Dadurch befinde ich mich dann also ca. 16 bis 18 Stunden am Tag in der Regenerationsphase. Natürlich ist die Erholung, wie ich vorhin schon erwähnt, nachts effektiver, aber ich denke, dass es doch einen Unterschied macht, als wenn es über den Tag verteilt 3 bis 5 oder mehr Mahlzeiten gibt. Hier eine kleine Veranschaulichung von meinen Gedanken. Nehmen wir mal an, ich esse 4 Mahlzeiten am Tag. Mein Frühstück um 9 Uhr, dann mein Mittag 13 Uhr, meine Zwischenmahlzeit oder auch Kaffee und Kuchen genannt um 15 und mein Abendbrot um 19 Uhr. Mein Magen füllt sich und der Insulinspiegel geht um 9 Uhr nach oben. Je nachdem, was ich gegessen habe, hält dieser Effekt bis 11 oder 12 Uhr an. Dann ist der Insulinspiegel wieder unten und die Wachstumshormone kommen wieder. Da esse ich aber schon wieder Mittag und der Insulinspiegel geht wieder hoch. Das wiederholt sich dann noch 2-mal und unser Körper war somit für ungefähr 12 bis 14 Stunden auf einer Achterbahnfahrt für den Insulinspiegel. Im Gegensatz dazu fange ich mit dem Essen 12 Uhr an und esse meine erste Mahlzeit. Ungefähr 1 Stunde später nach der ersten Mahlzeit die nächste und wieder 1 Stunde später die letzte Mahlzeit. Manchmal esse ich auch relativ langsam und 4 Stunden durchgängig immer etwas. Meine Verdauungsorgane haben für 6 bis 8 Stunden zu tun und danach haben sie Ruhe. Der Insulinspiegel geht somit einmal nach oben, bleibt da eine Weile und geht dann wieder für 16 bis 18 Stunden nach unten. Die Wachstumshormone haben somit ein viel größeres Zeitfenster, um sich um die Erholung für den Körper zu kümmern. Hier nochmal ein paar Vorteile des Intermediate Fasting. Während des Fastens ist der Glukoseanteil im Blut sehr niedrig. Ein niedriger Blutzuckerspiegel bedeutet wiederum einen hohen Ausstoß von Wachstumshormonen. Da der Körper sich während des Fastens sehr gut auf die Regeneration konzentrieren kann, wird so ein sehr anaboles, muskelaufbauendes Umfeld geschaffen. Intermediate Fasting lässt den Cortisolspiegel langsam steigen. Cortisol setzt vermehrt Fettzellen zur Energiegewinnung frei. Reduzierung des Blutdrucks. Während der Fastenphase beim Intermediate Fasten kann sich der Körper entgiften. Reduzierung von oxidativem Stress bedeutet die Reduzierung von Zellschädigungen, die uns altern lässt. Verbesserte Immunabwehr. Das war also mein Plan und meine Meinung zum Thema Regeneration. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar neue interessante Ansätze näher bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und passt auf euch auf. Euer Mannchen.